Hi, ich bin Ignacio von Growbrand. Und ich bin Patric von Growbrand. Growbrand ist eine Testplattform, die letztendlich Produkte vergleicht, die für den Heimgärtner gedacht sind, der im Indoor-Bereich seine eigenen Tomaten, Chilis, Paprikas züchten möchte, das ganze Jahr die gleiche Qualität haben möchte und der sich informieren möchte, welche Produkte kann ich denn kaufen, sind gut von der Qualität her und welche nicht. Wir haben festgestellt, dass es schwierig ist, glaubhafte Informationen zu Produkten zu finden im Internet. Hand aufs Herz, die Herstellerangaben kann man zwar vergleichen, aber stimmen die auch? Oder was gibt es noch für weitere Qualitätskriterien, die für den Hersteller nicht wichtig sind, aber vielleicht für den, der es verwendet? Ja, die Produktinformationen des Herstellers sind meist nur das Nötigste. Growbrand besteht hauptsächlich aus 3 Teilen. Zum einen der Growtest, Growblog und der Ratgeber. Der Growtest bei uns besteht darin, dass wir bestimmte Kriterien für bestimmte Produktkategorien festgelegt haben, nachdem wir Produkte entsprechend vergleichbar machen wollen. Die Growtests werden von uns durchgeführt, aber auch von dritten Personen, die sich bereit erklärt haben, anhand unserer Kriterien zu testen. Wir legen die Kriterien fest und es werden aber wirkliche Endkunden, die theoretisch auch im Geschäft kaufen könnten, mit den Produkten versorgt und es wird also von einem wirklichen Gärtner, der das Hobby selber macht, dieses Produkt bewertet anhand unseres Kriterienkataloges. Im Growblog finden sich unsere Langzeiterfahrungen mit den Artikeln. Zum Beispiel unsere Autoren, die sich je nach Kenntnisstand unterscheiden, erzählen dann von ihren Erfahrungen. Und das sind Erfahrungswerte, gerade für einen Anfänger. Der macht ab und zu so Fehler, die halt ein Anfänger macht. Ja? Und die sind da quasi dann niedergeschrieben. Von diesen Erfahrungen kannst du natürlich profitieren, um eventuell Fehler zu meiden. Also kein Mensch sollte mit einem Hydrosystem fürs Indoor-Gärtnern starten, ja? wenn du erstmal einen Topf nehmen kannst und Samen in die Erde drücken kannst. Ja. Der Ratgeber auf Growbrand soll letztendlich das ganze Wissen, was wir ansammeln aus den Growtests und aus den Langzeiterfahrungen im Growblog zusammenfassen und einfach als Wissensdatenbank dienen für Leute, die halt sich mit der Thematik beschäftigen möchten. Neue Produkte für unseren Growtest finden wir anhand der Community-Anfragen. Das heißt, wenn die Community sich für ein Produkt interessiert, dann würden wir das gerne testen wollen. Allerdings, wenn sich der Hersteller bei uns meldet, dann machen wir das natürlich gerne, allerdings zu unseren Testkriterien, unabhängig und ehrlich. Ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Hersteller uns nicht bezahlen dafür. Nein. Also das ist höchste Transparenz, wir kriegen kein Geld von niemandem, wir machen das quasi für euch. Ja. Hersteller, die wirklich gute Produkte machen, müssen sich vergleichen mit Produkten, die weniger gut sind und können nur selber sagen, mein Produkt ist besser. Und wenn wir das als Dritter auch bestätigen können, weil es so ist, ja, dann ist das viel glaubwürdiger. Allerdings gibt es da halt bestimmte Bedingungen bei Growbrand, nämlich wir möchten nicht vom Hersteller das Produkt direkt geliefert kriegen, wir möchten das aus einer unabhängigen dritten Quelle, um halt wirklich die Marktqualität beurteilen zu können. Gibt es ein großes Interesse von der Community für einen Artikel, dann besorgen wir uns diesen Artikel und unterziehen es in Growtest. Wenn du auf unserer Seite einen Test oder ein Produkt nicht findest, dann kann es eigentlich 2 Gründe haben. Das erste wäre, dass wir es noch nicht getestet haben und das zweite, ja, das zweite ist, das Produkt entspricht einfach nicht den Vorstellungen von Growbrand für dieses Produkt, weil das Produkt das nicht tut, was es soll. Also um gute Produkte ganz klar vernünftig herauszuheben, wird letzten Endes ein Growbrand-Siegel eingeführt. Das heißt, Produkte, wo wir sagen können, die können wir ohne Probleme empfehlen, weil sie das tun, was sie sollen, die kriegen das Growbrand-Siegel von uns. Unser oberstes Ziel bei Growbrand ist, möglichst viele Produkte zu testen, dass die Community wächst und sich jeder einbringen kann. Ich habe meiner Mutter erzählt, dass wir jetzt vorhaben, so ein Projekt zu starten. Und da hat sie erstmal kurz die Luft angehalten und hat dann gesagt, wann geht's los? Darf ich die Erste sein? Wenn man dann das erste Mal quasi die Box aufbaut, das Licht und man steckt das Samen in die Erde und am Anfang passiert noch gar nichts, ja? Und dann nach den ersten Tagen, warum fängt dann das Kleines an zu wachsen? Also ich freue mich. Natur ist geil, oder? Das ist echt geil. Natur ist geil. Wenn ihr Lust habt, ein Teil von Growbrand zu werden, dann besucht uns. Wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.